Halt, stopp! Bevor ihr jetzt weiter guckt, will ich kurz an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihr gerade im dritten Video einer Videoserie gelandet seid. In dieser Videoserie will ich beleuchten, warum das Streben nach Perfektion und Meisterschaft scheinbar immanente Bestandteile japanischer Kultur und Mentalität darstellen. Um also meine Gedankengänge nachvollziehen zu können, beziehungsweise auch um mit einigen Begrifflichkeiten klarzukommen, die auch in diesem Video jetzt wieder fallen werden, empfehle ich euch daher ganz dringend, die zuvorigen beiden Videos nochmal zu schauen, um eine entsprechende Grundlage zu haben. Ihr findet den Link zum allerersten Video oben rechts oder die Links zu beiden Videos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Videos allerdings schon geschaut habt, dann viel Spaß! Ihr erinnert euch noch an das Ende von Episode 2? Man muss bereit sein, das selbstbezogene Denken und damit eigentlich so ein bisschen das Selbst aufzugeben. Und dann ohne Ziel zu üben. Denn die Übung selbst, also der Weg, ist das Ziel. Hier sprach ich von der Weg ist das Ziel. Dieser Satz ist vermutlich eines der universellsten Prinzipien chinesischer bzw. japanischer Philosophiekonzepte und führt uns zu einem einzigen, auf den ersten Blick erstmal relativ simplen Kanji. In der Kunyomi, also der japanischen Leseweise, bedeutet das Kanji einfach nur Michi, was so viel wie Straße oder Weg bedeutet. In der Onyomi, also der chinesischen Leseweise, bedeutet es Do und erhält dadurch eine noch viel weitere Interpretation. Wir müssen an dieser Stelle ein kleines Experiment machen, und zwar, um dieses Prinzip zu verstehen, müssen wir uns beziehungsweise ich in dem Fall, in die Sinologie begeben, also in die China-Wissenschaften. Da das absolut nicht mein Fachgebiet ist und ich auch nur 3 Wörter Chinesisch spreche, bitte ich jetzt schon zu entschuldigen, wenn ich gleich irgendwas falsch ausspreche. Ich krieg von Chinesisch einfach nur Gesichtslähmung. Aber es ist halt eben notwendig, um es euch begreiflich zu machen. Also erstmal die Frage, warum Sinologie? Wir erinnern uns, dass der Zen-Buddhismus eben dem Chan-Buddhismus entsprungen ist, der sich eben in China entwickelt hat. Und wir erinnern uns auch, dass der Chan-Buddhismus Einflüsse des chinesischen Daoismus entnommen hat. Das bedeutet, dass das Do-Prinzip über den Daoismus in den Chan-Buddhismus, von da zum Zen-Buddhismus und damit nach Japan übertragen wurde. Bei dem einen oder anderen von euch Füchsen müsste es jetzt eigentlich schon in den Ohren klingeln, denn das Wort Do steckt in Daoismus. Denn die chinesische Aussprache für Do ist einfach nur Dao. Auch im Chinesischen wird Dao mit Weg, Straße oder Pfad übersetzt. Im entsprechenden Kontext werden Dao aber auch Begriffe wie Methode, Prinzip, der rechte Weg, Lehre oder Schule zugeordnet. Traditionellerweise wird Dao aber mit der Weg wiedergegeben. Die moderne Sinologie rät aber dazu, das Wort Dao als eigenständigen Begriff zu fassen, weil die dahinterstehenden Begriffe viel zu allumfassend seien, als dass man sie in einem Wort bündeln könnte. Dahinter steckt nämlich ein ziemlich abstraktes Konstrukt, eine Art von transzendenter, höchster Wirklichkeit oder Wahrheit. Ich will da jetzt nicht zu tief drin rumbohren, davon kriegt man nur Kopfschmerzen. Wenn ihr jetzt aber an das letzte Video denkt, wo Satori, also die Erleuchtung im Zen, als die Wahrnehmung der Wirklichkeit ohne eigene Interpretationen, also abgekoppelt vom Ego verstanden wird, dann müsstet ihr jetzt eigentlich verstehen, was damit gemeint ist. Nämlich eigentlich das Loslösen vom selbstbezogenen Handeln. Also die Fokussierung auf das Hier und Jetzt und das, was man gerade tut, die Praxis. Im Zen-Buddhismus haben sich hierfür, wie im letzten Video ebenfalls vorgestellt, verschiedenste Methoden entwickelt, allen voran natürlich die Sitzmeditation des Zazen. Inspiriert von dieser Art der Übung haben sich über die Jahrhunderte aber weitere Methoden der Übung entwickelt. Und diese Methoden haben über die Jahre dann eben ziemlich großen Anklang innerhalb der Bevölkerung gefunden. Heute sprechen wir von den sogenannten Zen-Künsten und ich bin mir sicher, die meisten davon hat jeder von euch schon mal irgendwann irgendwo gehört oder gesehen. Wichtig ist, man beschreibt heute ganz oft
in der Regel 4 verschiedene Zen-Künste, wobei ich an dieser Stelle aber sagen will, dass man eigentlich alles, was man tut, eben mit dieser Mentalität als Zen-Kunst üben kann. An erster Stelle vielleicht der bekannteste, nämlich Sado, der Weg des Tees. Also die Kunst der Teezeremonie, wie sie vom Meister Sen no Rikyu etabliert wurde. An zweiter Stelle Kado, der Weg der Blumen. Kado wird oft auch als Ikebana bezeichnet und befasst sich mit der Herstellung von Blumenarrangements. Dann gibt es da noch Shodo, der Weg der Kalligraphie mit Tusche und Pinsel. Und zu guter Letzt Budo, der Weg des Krieges, und darunter sind heute fast alle japanischen Kampfkünste zusammengefasst, also Karate, Judo, Kendo und so weiter und so fort. Und ihr merkt schon, dass bei all diesen Künsten hinten dran das Wort Do angekoppelt wird. Das heißt, es ist immer der Weg des Tees, der Weg des Blumensteckens, der Weg der Kalligraphie, der Weg der Kriegskunst und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt eine kleine Unterscheidung dazu. Während Zen nämlich in seiner Praxis nach Erleuchtung strebt, hat in den Künsten über die Jahre hinweg der Begriff der Kunstfertigkeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Jedoch haben sie alle gemeinsam, dass sie in Bezug auf Motivation, Haltung und Art der Übung massiv durch das Zen und die dortige Praxis beeinflusst sind. Genau wie im Zen, wo Erleuchtung durch eine eigene intuitive Erfahrung erlangt werden soll. Das heißt, man einfach tut, absichtslos handelt und sich damit vom Selbst, also vom Ego abkoppelt, wird auch in den Zen-Künsten der eigenen schöpferischen Freiheit nur wenig Raum gegeben oder eigentlich gar keinen Raum gegeben. Also im Sinne von, dass das Ego da hockt und sagt, also ich persönlich finde, dass das jetzt aber so und so gemacht werden sollte. Das ist meine Ansicht. Man versucht also dem Ego auch da keine Bühne zu geben. Und jetzt kann ich wieder ein bisschen schwallen, denn ich möchte das euch anhand meines eigenen persönlichen Fachgebiets, nämlich dem Budo, also den Kampfkünsten, versuchen mal ein bisschen zu erklären. Am einfachsten finde ich es dabei immer, dass man sich dafür das Kyudo, also das Bogenschießen, was hierzulande auch gerne mal als Zen-Bogenschießen verkauft wird, zu erklären. Das ist tatsächlich auch das, was auf Bildern immer ganz oft dargestellt wird, wenn es um den Weg der Kampfkünste geht. Wie fange ich da jetzt an und versuche euch das ordentlich zu erklären, dass ihr es auch versteht. Normalerweise, wenn man an Bogenschießen denkt, dann würde der normale westliche Gedankengang jetzt sein, ich gehe auf den Schießstand und stelle mich dahin, nimm den Bogen, ziehe den auf, mit dem Pfeil natürlich wohlgemerkt, und versuche die Zielscheibe zu treffen. Und genau das tue ich nicht. Denn tatsächlich geht es beim Bogenschießen im Zen nicht darum, die Scheibe zu treffen. Jetzt wird er verrückt. Was erzählt er denn da für ein Blödsinn? Wir erinnern uns, es geht in der Übung des Zen darum, das Ego gehen zu lassen. Also das, was immer mehr will. Was glaubt ihr denn, was das Ego will? Die Zielscheibe treffen. Was im Kyudo aber versucht wird, ist, sich selbst zu treffen. Das Ich, was unter dem Ego liegt, zu treffen. Und dafür bedient man sich im Kyudo, wie in allen anderen Kampfkünsten auch, oder den japanischen Do-Kampfkünsten, dem Prinzip der Form. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. Wenn ich mich um Form bemühe, dann ist das quasi wie beim Sitzen. Wenn ich auf dem Kissen sitze, dann bemühe ich mich dort zu sitzen. Das heißt, in einer perfekten Haltung, mit perfekter Atmung, mit der rechten Haltung, wie wir immer sagen im Zen. Genauso ist es auch im Bogenschießen. Ich bemühe mich um eine rechte Haltung. Das heißt, es ist genau vorgeschrieben, wie ich zum Schießstand schreite. Es ist vorgeschrieben, wie ich mich positioniere. Es ist vorgeschrieben, wie ich den Bogen spanne. Und letzten Endes ist das Lösen des Schusses nur noch etwas, was von selbst passieren sollte. Und das ist der entscheidende Moment. Ich bin so damit beschäftigt oder gebe mich der Form so hin, dass mein Geist, mein Ego leer wird. Und das ist damit gemeint, wenn ich sage, Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. Zwei Seiten derselben Medaille. Über die Form schaffe ich Leerheit und darüber komme ich dann meinem Ich näher, indem ich das Ego ausblende. Das Ziel, die Scheibe zu treffen, wird bedeutungslos. Und das ist damit gemeint, wenn ich sage, ich will mich selbst treffen. Und das ist etwas, was tatsächlich in allen anderen Do-Systemen auch irgendwie immanent dazugehört, dass die Form eine sehr hohe Bedeutung erhält. Man tut also wieder, ohne eigentlich tun zu wollen. Das Lösen des Schusses am Ende des Spannens
ist der Moment, wo ich mich eigentlich selbst treffe. Der Schuss löst sich von selbst, denn wenn die Form entsprechend ausgeführt wurde und alles passt, dann ist der Schuss letzten Endes nichts weiter als pro forma. Ich hoffe, ihr habt so ungefähr verstanden, was ich meine. Die zu erstrebende Wahrheit liegt nämlich in der Überwindung des eigennützigen Ich, also des Ego, und in der Aufgabe jeglicher Willkür beim Praktizierenden. Das ist der Weg. Einfach machen. Ich weiß, es ist extrem abstrakt alles und euer Kopf raucht nach diesen 3 Videos, das bin ich mir vollkommen bewusst. Aber ich möchte trotzdem zum allerersten Video zurück. Denn da habe ich ganz kurz in einem Nebensatz das Thema Wiedergeburt angesprochen. Ihr erinnert euch? Das ist auch der Grund, warum der Buddhismus für mich persönlich keine Religion ist. Denn es gibt bei uns nichts Göttliches oder Übernatürliches. Den Füchsen unter euch, die sich schon mal ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt haben, müsste jetzt das Wort Wiedergeburt im Kopf klingeln, in Verbindung mit der Frage, Moment mal, das ist doch irgendwas Übernatürliches. Nein, ist es tatsächlich nicht. So, und diese Frage will ich jetzt beantworten. Wir haben in den letzten 3 Videos gelernt, dass Zen-Buddhismus oder generell der Buddhismus Praxis ist. Sehr reflektierend, sehr wirklichkeitsbezogen. Realität. Ja, eine unverrückbare Realität, die da draußen irgendwo ist, die von unserem Ego immer anders interpretiert wird und dadurch von jedem von uns anders wahrgenommen wird. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ich sage euch an dieser Stelle, Wiedergeburt existiert und ich kann sie euch beweisen. Und es gibt nichts, aber auch niemanden auf dieser Welt, der das abstreiten kann. Zumindest in der Definition, wie ich unter all diesen Voraussetzungen Wiedergeburt verstehe. Denn wir sagen, das Ego bin nicht ich. Das Ego ist irgendwas Eigennütziges, was Eigenmächtiges, was darüber liegt und das immer irgendwas will, das gierig ist, das hasserfüllt ist, das mit Emotionen um sich wirft. Und wir Menschen verwechseln mit dem Ego immer das, was uns tatsächlich ausmacht, das, was wir sind. Aber wir sind nicht unser Ego. Wir kommen nicht mit so einem Ego auf die Welt. Dieses Ego bildet sich. Ihr kommt auch nicht als Kind auf die Welt und wollt ein Tablet haben. Das lernt ihr mit der Zeit. Würdet ihr in eine andere Kultur in der Antarktis geboren werden oder sonst irgendwas, dann wären plötzlich ganz andere Bedürfnisse für euch wichtig. Das heißt, Ego ist erlernt und ist nichts, womit ihr auf die Welt gekommen seid. Das, womit ihr auf die Welt gekommen seid, das seid ihr. Deshalb versuchen wir im Zen, das Ego auszuschalten. Wenn dieses Ego weg ist, was bleibt dann? Das, was ihr seid. Als Lebewesen, als Mensch. Und brechen wir das weiter runter, was seid ihr denn dann als Mensch? Seid ihr nur eine Form? Eine Form zusammengesetzt aus vielen ganz kleinen anderen Bestandteilen. Das, was da unten drunter steckt, das, woraus wir gebaut sind, das ist die Realität. Das ist das, was wirklich ist. Wenn ihr jetzt also sterbt, jetzt gehen wir mal zurück, Physik, 7., 6. Klasse, ja, Energie- oder Massenerhaltungssatz, es geht nichts verloren. Energie wird immer nur umgewandelt. Das heißt, wenn ihr sterbt, zersetzt sich euer Körper und wird zu etwas anderem. Teile von euch werden womöglich ein Baum, Teile von euch werden zu Gras, Teile von euch werden als Baustein genutzt, um ein anderes Lebewesen zu kreieren. Also das, was da ist, geht ja nicht verloren, es geht ja nicht weg. Ihr werdet immer nur umgewandelt. Ihr werdet immer umgewandelt, permanent umgewandelt. Das ist Wiedergeburt. Ihr werdet definitiv wiedergeboren. Das Einzige, was verloren geht, ist euer Ego. Und ich finde, das ist etwas, was meiner Ansicht nach auch für mein kleines eigenes Ego sehr tröstlich ist, zu wissen, dass ich definitiv nicht verloren gehe. Wir haben jetzt 3 Ebenen Philosophie und Theorie abgearbeitet. Und im nächsten Video gehen wir dann tatsächlich der Frage auf den Grund, warum Perfektionismus und das Streben nach Meisterschaft so essentielle Bestandteile japanischer Mentalität und Kultur sind. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum heutigen Video habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir diese einfach in den Kommentaren unten stellt. Ich beantworte immer Kommentare, es sei denn, ich bekomme jetzt plötzlich irgendwie auf einen Schlag 1 Million Abos, dann schaffe ich das nicht mehr. Da das aber nicht passieren wird, stehe ich euch mit Rat und Tat zur Seite, versuche eure Fragen so gut es geht zu beantworten. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Twitter folgen und mir dort eure Fragen stellen. Da bin ich eigentlich täglich online und gut erreichbar. Da können wir auch gerne miteinander sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen,
ganz dringend meinen Kanal zu abonnieren, dabei auch nicht die Glocke zu vergessen, denn dann werdet ihr natürlich sofort darüber informiert, wenn das neue Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Matane!